Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind gerade in Köln und fahren jetzt zurück nach Hamburg, allerdings über Frankfurt. Und weil das so ewig dauert, dachte ich mir, wir probieren mal heute die erste Klasse der Deutschen Bahn aus. Ich bin wieder back. Ja, ich versuche mal den Uploads irgendwie einzuhalten. Versprechen kann ich es nicht. Aber es werden wieder Videos kommen. Ja, wir sind hier am Kölner Hauptbahnhof und fahren jetzt mit einem IC über die Schnellfahrstrecke nach Frankfurt. Auf dem Nebenplatz wird schon ein Zug nach Brüssel angezeigt. Dazu gibt es einen Vlog und ein Review. Und hier ist unser CE. Kommen wir dann jetzt zum Sitzcheck. Beinfreiheit ist wirklich mega. Wir haben außerdem hier so eine Fußstütze. Sitze sind okay, sind so aus Leder, sind ein bisschen rutschig, aber auch bequem. Recline ist ziemlich gut. Wir haben außerdem noch so ein Kopfkissen, Armlehne, einen Tisch, den man ausklappen kann. Und das war's dann auch. Hallo, ich bin Marcel Davis, Leiter für Kundenzufriedenheit bei 1&1. Moin. So aus. Kleines Toilettenreview. Aber manchmal gibt es eben Dinge, die kann man am Telefon nicht regeln. Ja, der Flug ist jetzt Nordkorea. Schnitzel. So aus. Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Dann reden wir auch nicht lange um den heißen Brei herum, sondern kommen persönlich vorbei. Marcel Davis, 1&1. Marcel Davis. Marcel Davis, bis. Marcel Davis. Kommen wir dann auch schon zum Toilettenreview. Wir haben hier ein Waschbecken. Die Toilette natürlich alles ziemlich sauber und die Toilette ist, wie ich finde, ziemlich groß. Kommen wir dann auch schon zum Rating, denn wir erreichen gleich den Frankfurter Flughafen, wo ich dann auch erstmal aussteigen werde. Fangen wir wie immer mit dem Service an. Es wird persönlich nachgefragt, ob man etwas aus dem Bordbistro haben will. Personal ist wirklich mega nett und es gibt so einen kleinen Keks. Daher eine 5 von 5. Weiter geht's mit dem Komfort. Beinfreiheit ist wirklich super und auch die Recline ist wirklich ziemlich super. Sitz, wenn man die falschen Sachen anhat, kann es ein bisschen rutschig sein, weil es ist Leder. Oder halt im Sommer klebt das auch wahrscheinlich ein bisschen. Aber dennoch gibt es hier in meinem Fall eine 5 von 5.
Weiter geht's zur Sauberkeit. Der Zug war insgesamt wirklich sehr, sehr, sehr sauber. Lag vielleicht auch daran, dass der in Köln gestartet ist. Deswegen gibt es hier dennoch eine 5 von 5. Weiter geht's dann zum Preis. Die Strecke gibt es in der ersten Klasse ab 27,99 €, in der zweiten Klasse ab 16,99 €. Also wer dazu bereit ist, 11 € mehr zu zahlen, der kann die erste Klasse genießen. Ob ich es machen würde, werde ich am Ende dieses Videos erläutern. Aber für den Preis finde ich das eigentlich relativ okay. Deswegen gibt es hier eine 4 von 5. Insgesamt gibt es eine 4,75 von 5. Ja, ihr wisst es vielleicht noch aus meinem ChatGPT-Einschlag, welchen ICE ich nehme Video. Aber ich finde den Frankfurter Flughafen ziemlich interessant. Die Stadt ist aber auch tatsächlich sehr schön, entgegen von dem Ruf, den Frankfurt eigentlich hat. Und jetzt machen wir uns auch so langsam auf den Weg Richtung Hamburg. So, Zugbindung ist aufgehoben wegen einer Verspätung. Sitzplatz aus Meerstatten. Aber wir nehmen jetzt den Zug hier, der fährt auch nach Hamburg, komme ich sogar früher an. Und ja, wir fahren hier erste Klasse, das passt dann hoffentlich. Bloß keine Ahnung, wann der abfährt oder so. Also mal gucken. Kommen wir zum Sitzcheck hier im ICE 4. Beinfreiheit ist deutlich geringer als im anderen Zug. Wir haben aber dennoch hier eine Fußstütze, was ich ziemlich gut finde, und auch weiterhin einen Tisch, den man auch ein bisschen so rausziehen kann. Auch dieses erste Klasse Kopfkissen haben wir und zusätzlich so eine Leseleuchte, die hatte der andere Zug nicht. Ja, ich habe jetzt ein bisschen Hunger, deswegen probieren wir jetzt ein Feature aus, was es nur in der ersten Klasse im ICE gibt, nämlich die Bestellung zum Sitzplatz. Dazu bestelle ich mir einfach mal eine Tomatensuppe, weil ich habe Bock drauf. Müssen noch ein paar Sachen hier ausfüllen, Bestellung aufgeben. Und in der Zeit, wo wir warten, probieren wir mal den Keks, den wir im anderen Zug bekommen haben. Lieblingsgast steht da drauf. Früher war das, glaube ich, ein kleines Schoki. Aber Keks geht auch. Bisschen zerkrümmelt. Probieren wir mal. Hat so eine leichte Zitronennote irgendwie. Ja, kann man machen, aber ich persönlich würde eine Schokolade bevorzugen. So, und dann ist unsere Tomatensuppe auch da. Ich habe das hier mir noch ein bisschen schöner gemacht. Wir fahren in der ersten Klasse, da kann man sich ein bisschen schöner machen. Ja, hat wirklich super funktioniert. Nehmen wir das Brot und gucken mal, wie das schmeckt. Schmeckt eigentlich ziemlich gut. Kann man auf jeden Fall machen. Für die Preise kann man auch mal diskutieren. Dann machen wir auch einen kleinen Toilettencheck hier. Das normale Toilette, viel Spiegel und eigentlich auch ziemlich sauber. Während wir hier über diese Umleitungsstrecke schleichen und uns auf den Weg nach Hamburg machen, würde ich sagen, fangen wir mal den Review an. Fangen wir wie immer mit dem Service an. Es wurde diesmal nicht persönlich nachgefragt, ob man etwas aus dem Bordbistro haben will. Zug war aber im Vergleich zum anderen auch wirklich ziemlich gut gefüllt. Dennoch war das Personal ziemlich nett und es gab auch weiterhin diesen einen Keks. Deswegen nur einen halben Punkt Abzug und eine 4,5 von 5. Weiter geht's mit dem Komfort. Die Beinfreiheit hier war deutlich kleiner als im anderen Zug. Es gab dennoch eine Fußstütze und eine Leselampe. Deswegen gibt es hier nur eine 3 von 5. Weiter geht's zur Sauberkeit. Der Zug war auf der gesamten Reise eigentlich ziemlich sauber, deswegen gibt es hier eine 5 von 5.
Dann zuletzt zum Preis. Die zweite Klasse gibt es aus irgendeinem Grund ab 6,99 €, die erste ab 27,99 €. Deswegen gibt es hier eine 4 von 5. Insgesamt eine 4,1 von 5. Nun stellt sich natürlich die Frage der Fragen, lohnt sich die erste Klasse überhaupt und würde ich es eigentlich nochmal machen? Fangen wir mit den Pro-Argumenten an. Die 2+1 Bestuhlung ist natürlich optimal dafür, wenn man alleine reist und wenn man keinen Bock hat, dass irgendwelche Menschen neben einem sitzen. Und auch die Beinfreiheit ist in den meisten Zugmodellen deutlich besser. Zu den Fußstützen allerdings, im ICET gibt es die in der zweiten Klasse, deswegen da lohnt es sich eher weniger. Außerdem gibt es in der ersten Klasse auch meistens weniger Menschen und es gibt Features wie die Lounge, allerdings nur beim Flexpreis. Kontra ist halt der Preis, man zahlt teilweise mehr als das Doppelte. Und da fände ich, dass man für den Preis halt auch die Lounge im Sparpreis mit einberechnen könnte oder wenigstens ein kleines Gratisgetränk aus dem Bordbistro. Würde ich es also nochmal machen? Ich weiß es nicht. Wenn sich die Gelegenheit ergibt und mir jemand das spendieren würde, würde ich natürlich nicht nein sagen. Aber regulär jetzt in der ersten Klasse zu fahren, das muss für mich jetzt eigentlich nicht sein. Es gibt viele gute Vorteile, aber für den Preis würde ich ein bisschen mehr teilweise erwarten. In Hamburg haben Sie noch Anschluss an ein Intercity nach Zürich über. Ja, und an dieser Stelle will ich das Video jetzt auch beenden. Habt ihr denn schon mal Erfahrungen mit der ersten Klasse gemacht? Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Über eure Meinung würde ich mich ziemlich freuen. Und ja, lasst gerne auch ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.